Mitte August bis Mitte September, das ist bei uns der beste Zeitpunkt für den Sommerschnitt. Deswegen bespreche ich mit euch in diesem Video, was beim Sommerschnitt die wichtigsten Punkte sind, die es zu beachten gilt. Wir schneiden einen Baum, den wir klein halten wollen, und zusätzlich gibt es auch noch Erntetipps und was man mit Leimringen jetzt tun kann. Viel Spaß beim Video! Beim Obstbaumschnitt, da gibt es zwei klassische Schnittzeitpunkte. Das ist einerseits der Sommerschnitt nach der Ernte, andererseits der Winterschnitt. Beim Sommerschnitt nach der Ernte reagiert der Baum auf ein und denselben Schnitt mit weniger neuem Wuchs im Anschluss, als wenn ich den gleichen Schnitt im Winter durchführen würde. Jetzt sollte man wissen, Wachstum und Ertrag, das steht bei Obstbäumen immer in Konkurrenz. Das heißt, es gibt nie Bäume, die extrem stark wachsen und gleichzeitig extrem voll behangen sind mit Früchten. Wenn ich also Bäume habe, die tendenziell viel zu viele Früchte tragen und ich mit der Qualität überhaupt nicht zufrieden bin, dann wäre vielleicht ein Winterschnitt die bessere Option. Wenn ich aber Bäume habe, die zu kräftig wachsen, zu wenig Früchte tragen und ich will sie vielleicht auch noch kleiner halten, als sie eigentlich jetzt gerade sind, dann wäre ein Sommerschnitt empfehlenswert. Jetzt ist es aber leider nicht so, dass man das so ganz pauschal über einen Kamm scheren kann. Obstarten wie zum Beispiel Marille, also in Deutschland Aprikose genannt, Kirsche, Weichsel, Pfirsich, Nektarine, die schneiden wir besonders gerne nach der Ernte im Sommer, in der Zeit von Mitte August bis Mitte September. Einen früheren Schnittzeitpunkt finden wir nicht gut, weil nach einem starken, frühen Rückschnitt im Sommer anschließend Bäume noch einmal kräftig durchtreiben können. Und das wollen wir nicht. Die Bäume sollen im Herbst ruhig werden, sollen eine gute Holzreife bekommen und einen natürlichen Blattfall haben. Triebe, die sehr lang bis in die Frostperioden hinein am Wachsen sind, bei denen verursacht Frost den Blattfall und das schafft viele Eintrittspforten für Krankheitserreger. Kernobstarten wie zum Beispiel Apfel oder Birne, die schneiden wir tendenziell lieber im Winter. Das hat mehrere Gründe. Einerseits, weil das Kernobst nicht so sensibel ist, was holzzerstörende Pilze betrifft. Denn wenn man beispielsweise Marillen oder Kirschen im Winter schneidet, ist die Gefahr von Infektionen mit Pilzkrankheiten, aber auch mit Bakterienkrankheiten einfach hoch oder höher als bei einem Sommerschnitt. Und beim Kernobst kommt auch noch dazu, dass beispielsweise Winteräpfel ganz einfach nach Mitte September geerntet werden und wir einen Baum nicht kräftig schneiden wollen, wenn Obst am Baum dran ist. Deswegen Kernobst schneiden wir tendenziell lieber im Winter, Steinobst eher im Sommer nach der Ernte von Mitte August bis Mitte September. Späte Zwetschgensorten beispielsweise aber oder späte Pfirsichsorten, die auch noch im September Früchte tragen, diese schneiden wir dann auch im Winter. Beim Schnitt ist immer zu beachten, ganz egal ob im Sommer oder im Winter, je stärker man einen Baum schneidet, desto stärker wächst er. Und das ist der Fehler, den ganz viele in Hausgärten machen. Die wollen nämlich Bäume durch kräftiges Schneiden klein halten. Und das funktioniert garantiert nicht. Wie man einen Baum klein hält, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich stehe jetzt hier auf einem unserer Pflückschlitten und ich habe hier hinter mir einen Baum, der ca. 4 Meter groß ist. Eine Vorgabe, die Bäume in unserer Obstanlage hier haben, ist, dass sie nicht größer werden dürfen als diese Höhe, denn wir wollen alle Früchte maximal mit diesem Pflückschlitten hier ernten können und wollen keine Leitern verwenden. Deswegen sollte dieser Baum jetzt auf dieser Höhe gehalten werden und nicht noch größer werden. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Denn in sehr vielen Fällen im Hausgarten passiert der Fehler, dass jetzt Triebe einfach eingekürzt werden auf einer Höhe, auf der man den Baum begrenzen möchte. Nach dem Motto, Bäume durch Schnitt klein halten. Wenn ich aber gerade diese steilen, sehr wüchsigen Triebe hier in der Hälfte einkürze,
dann passiert genau das Gegenteil von dem, was gewünscht ist. Solche Triebe treiben nämlich dann noch einmal stärker durch. Es werden hier oben 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Augen austreiben und im nächsten Jahr ist der Baum um 3 dieser langen Triebe reicher. Deswegen, wenn man so einen Baum im Wachstum beruhigen möchte und klein halten möchte, dann darf man solche steilen, wüchsigen Triebe nur ganz herausnehmen. Oder man entscheidet sich dafür, dass man sie ganz einfach im Baum drin belässt und gar nicht anschneidet. Denn wenn man sie überhaupt nicht anschneidet, dann kann so ein Trieb fruchtbar werden. Früchte sind auch eine gute Wuchsbremse, die Triebe kippen vielleicht etwas nach außen und auch so kann man den Baum in etwa auf der Höhe halten. Wenn man ihn natürlich überhaupt nicht größer werden lassen möchte, muss man ihn schneiden, allerdings immer mit Gefühl. Man darf ihm hier jetzt oben nicht alles herausschneiden und ihn kahl schneiden, dann reagiert er nur mit Wasserschosser, sondern hier jetzt mit Gefühl ans Werk gehen, immer wieder diese steilen Triebe herausnehmen, flaches Holz und alle kurzen Spieße im Baum, alles was beispielsweise gar nicht länger ist wie 20 cm, wäre am besten überhaupt nicht anzurühren, das einfach im Baum drin lassen, weil auf diesem flachen Holz und auf den kurzen Spießen, da ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er einfach gute Früchte trägt und die werden im Wachstum hier nie explodieren. Was ich hier jetzt also mache, ist einfach alle diese einjährigen, steilen, wüchsigen Triebe herausnehmen und alle kurzen und mittellangen und vor allem die flachen Triebe im Baum drinnen lassen. Auf was ich dabei auch noch achte, ist, dass ich die ganzen Triebe hier stummelfrei rausnehme. Das ist beim Steinobst nämlich was ganz Wichtiges. Wenn ich hier an der Basis des Triebes nämlich 1-2 cm Stummel lassen würde, dann ist es oftmals der Fall, dass der Baum diese Stummel, diese Wunden, nicht gut verheilen kann. Das trocknet dann böse zurück. Es ist wieder eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Deswegen entweder stummelfrei herausnehmen, drin lassen oder wenn man irgendwo Wachstum anregen möchte, was wir hier jetzt nicht wollen, dann kann man auch lange, lebendige Stummel mit zumindest 20 cm mit mindestens Scherenlänge schneiden. Damit man stummelfrei schneiden kann, braucht man schon mal das richtige Werkzeug. Deswegen schneide ich sowohl mit meiner Handschere als auch mit der großen Astschere hier ausschließlich mit sogenannten Bypass-Scheren. Bei der Bypass-Schere, da zieht nämlich die schneidende Klinge an der Gegenklinge vorbei und wenn ich diese richtig und zwar mit der schneidenden Klinge am Ast auflege, dann kann ich ganz stummelfrei schneiden. Wenn ich mit Ambossscheren schneiden würde, wo die schneidende Klinge auf eine Gegenklinge drauf drückt, dann habe ich hier immer ein paar Millimeter, die ich schon mal automatisch als Stummel hinterlasse. Deswegen mein Tipp an euch, einmal gutes Werkzeug kaufen, sich darauf aufpassen, gut pflegen, dann schneidet man mit der richtigen Schere ein Leben lang. Welche ich hier verwende, das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Neben dem richtigen Werkzeug beim Sommerschnitt ist es aber auch wichtig, beim richtigen Wetter zu schneiden. So als Faustregel kann man sagen, dass es 24 Stunden vor und 48 Stunden nach dem Schnitt nicht regnen sollte, weil vor allem Steinobst darauf wieder sensibel reagiert, weil holzzerstörende Pilze und auch Bakterien den Baum bei feuchtem Wetter und frischen Schnittwunden besonders einfach infizieren kann. Wenn man das richtige Werkzeug, die richtige Schnitttechnik, den richtigen Zeitpunkt jetzt im Sommer und das richtige Wetter hat, dann erübrigt es sich vollkommen, jetzt im Sommer irgendwelche Wunden mit Wundverschlussmittel zu verstreichen. Das kann man sich wirklich getrost sparen.
Alles, auf was ich mich hier im Wipfel des Baumes jetzt konzentriert habe, war, die einjährigen, steilen, wüchsigen Triebe herauszunehmen. Das ganze kurze, flache und mehrjährige Holz, das habe ich ihm drin gelassen. Hier werden wir im nächsten Jahr super Früchte bekommen und so kann man den Baum effizient klein halten. Der größte Fehler wäre es jetzt, hier auch noch diese kurzen Spieße beispielsweise auszulichten. Wenn man hier jetzt beispielsweise noch 20 cm Kurztriebe hat, sollte man diese unbedingt belassen, auch wenn sie steil stehen. Wie gesagt, hier kann man nur Früchte ernten, die werden nie ein problematisches Wachstum bekommen. Die Marillenernte, die dauert bei uns bis weit in den September, manchmal sogar bis in den Oktober hinein. Hier haben wir gleich eine Sorte, die jetzt noch grün ist und noch 2 bis 3 Wochen braucht, bis sie reif und genießbar ist. Ganz wichtig bei allen Steinobstarten, also vor allem bei Weichsel, Kirsche, Marille, aber genauso auch bei Pfirsich, Nektarine und Zwetschge, ist es, die Bäume vollständig abzuernten. Wenn man nämlich hier Früchte am Baum belässt, dann beginnen diese zu faulen. Es bilden sich Pilzsporen. Wenn die Früchte vielleicht auch noch hier direkt am Holz kleben bleiben und Fruchtmumien bilden, dann sind das die Hauptinfektionsquellen für Monilia. Und Monilia ist einerseits bei der Marille eine der Hauptursachen für das Baumsterben, vor allem im Hausgarten. Im Frühjahr, wenn man dann die Symptome am Baum sieht, dann werden wir laufend gefragt, was man dagegen tun kann. In vielen Fällen sind das hausgemachte Probleme, weil man sich den Infektionsdruck ganz stark reduzieren kann, indem man die Bäume wirklich zu 100% aberntet. Auch beim Kernobst habe ich noch einen Erntetipp für euch. Prinzipiell ist es so, dass Sommeräpfel oder Sommerbirnen tendenziell deutlich weniger lagerfähig sind, als es Winteräpfel oder Winterbirnen sind. Innerhalb ein und derselben Sorte ist es aber so, dass die erste Pflücke die beste physiologische Reife hat. So einen Baum erntet man nicht auf einmal ab, sondern im Regelfall auf 3 Mal und dabei nimmt man immer nur die perfekt reifen Früchte vom Baum. Die erste Pflücke und die zweite Pflücke, die sind länger lagerfähig als die dritte Pflücke, obwohl die dritte Pflücke als letztes vom Baum geerntet wird. Für eine besonders lange Lagerung sollte man also die erste und die zweite Pflücke vor allem einlagern und die dritte als erstes verbrauchen. Leimringe, das ist auch ein Thema, zu dem wir sehr häufig gefragt werden. Leimringe macht es Sinn, jetzt im August, September an den Bäumen anzubringen, um das Aufwandern von Schadinsekten zu vermeiden. Ich spreche da jetzt vor allem den Frostspanner an. Für viele andere Insekten, wie zum Beispiel dem Ohrwurm, der auch bei manchen Obstarten Schäden anrichten kann, oder Ameisen, für die ist es jetzt eigentlich schon zu spät, außer vielleicht bei späten Winteräpfeln. Bei dem Frostspanner, da macht das Anbringen jetzt im August, September aber besonders Sinn, denn das flugunfähige Weibchen, das krabbelt jetzt den Stamm hoch, dort verpuppt es sich und im kommenden Jahr findet man dann die weißen Fäden auf den Bäumen, das sind dann die Symptome und das Schadbild des Frostspanners. Wer also gegen den Frostspanner vorbeugen möchte, der bringt die Leimringe am besten jetzt auf seine Bäume an. Ich verlinke euch auch dazu welche in der Videobeschreibung. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst uns ein Like und vielleicht auch einen Kommentar da. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Arbeit und schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Boisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.